und herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Genau, wir zwei freuen uns, dass ihr dabei seid bei der 3. Episode von 4 liebt und dem Rückblick auf Woche Nummer 5. Obwohl wir eigentlich schon in der 6. Woche... Wir wollten das doch nicht so machen, das Intro. Ich fand aber, es wäre ganz lustig und die Leute finden das bestimmt auch. Okay. Jedenfalls wollten wir es uns nicht nehmen lassen, euch darauf hinzuweisen, dass wir auch einen Instagram-Kanal haben, @4liebtoffiziell, wie ihr es ja im Intro gesehen habt, und dass hier bald auf dem Kanal noch jede Menge neue Formate kommen, zum Beispiel jede Menge Rezepte für gestresste Eltern, wenn es schnell gehen muss, alle möglichen Produktvorstellungen, Rezensionen. Was ist denn jetzt wieder, hä? Wir wollten es doch diesmal kurz halten. Ja, das wollten wir, aber das können wir doch immer noch. Ja, wie? Jetzt ist schon zu spät, wenn du so lange laberst. Ja, okay, aber ich kann ja noch alles rausschneiden, was überflüssig ist. Aha, rausschneiden. Ja, genau. Zum Beispiel... So, herzlich willkommen bei 3 liebt und dem Rückblick auf Woche 5. Ja, wir sind mit den Babys jetzt in Woche 5 angekommen und das ist so eine berühmt-berüchtigte Woche quasi, denn da bekommen die Babys im Regelfall so einen Wachstums- und auch Fähigkeitsschub. So war es bei unseren auch. Es waren keine leichten Tage. Und das heißt einfach, sie essen wahnsinnig viel, sie sind ganz schwer satt zu kriegen, sie schlafen schlecht, sie quengeln viel, sie klammern extrem, sprich, es ist so diese Zeit, man traut sich das ja so als Elternteil eigentlich gar nicht zu sagen, aber wo sie echt anstrengend sind. Aber es ist auch alles sehr interessant und super spannend, das alles zu beobachten, was da so passiert. Man hat sie nicht zufrieden gekriegt, man hatte auch keine Ruhe, irgendwie mal irgendwas zu machen, also mal schnell zu essen oder aufzuräumen oder zu waschen. Sie haben wirklich die Zeit zu 100% in Beschlag genommen. Das Ganze ist aber cool, weil es geht dann auch einher mit dem Gewinn neuer Sinne sozusagen. Ich finde es immer so lustig, wie Marc sagt, dass sie neue Sinne entwickeln. Das ist es natürlich nicht. Sie entwickeln nicht neue Sinne, sondern neue Fähigkeiten. Das weiß er auch, aber er sagt es halt so. Das ist ja auch richtig. Sie kriegen keine neuen Sinne, sondern neue Fähigkeiten und bauen ihre vorhandenen Sinne aus. Also in dem Fall merkt man zum Beispiel total, sie gucken jetzt sehr zielgerichtet. Also sie können einen wirklich angucken, wo man dann auch manchmal denkt so, cool, passt so, die Milch ist hier gut so. Okay, alles klar, wir machen einfach so weiter. Jedes Baby hat auch danach, quasi nach diesem Schub in dieser Zeit, dann so ein Lieblingssinn, könnte man sagen. Und ich habe jetzt ein bisschen beobachtet, was das so bei unseren ist. In unserem Fall merkt man auf jeden Fall, dass sie jetzt schon sehr zielgerichtet gucken. Sie bewegen sich viel mehr, sie strampeln und rudern, da geht's irgendwie von Pazifik über Atlantik, wird hin und zurück gerudert, das ist ganz cool. Sie haben viele neue Modulationen in der Stimme, weinerlich, verlangender, wütender, das ist alles mit dabei. Das ist mir noch aufgefallen und sie sind insgesamt, haben sie deutlich an Gewicht und Größe zugelegt. Also sie sind deutlich schwerer geworden und passen jetzt auch schon gut in diese ganzen 56er Buddies rein. Das ist also so, was mir hauptsächlich nach dieser Sprungphase aufgefallen ist, die im Augenblick jetzt vorbei zu sein scheint, denn sie sind wieder ganz pflegeleicht. Letzte Woche haben wir auch schon über das Thema Babynahrung gesprochen und da wollte ich euch ja auch noch mal ein Update geben, nachdem wir jetzt diese Woche gesehen haben, wie sich alles entwickelt hat. Wir haben ja auf das HIP Combiotic Pre gewechselt und sind damit eigentlich auch ganz zufrieden. Nur ist uns aufgefallen, dass sie eben ein bisschen öfter Hunger haben. Ich wollte dann auch noch mal mit dem Arzt, mit dem Kinderarzt sprechen. Das mache ich ja sehr gerne. Ich finde eigentlich immer ganz witzig, dass Silvia sich das auf jeden Fall immer vom Kinderarzt bestätigen lassen will. Ja? Das ist ganz geil. Also irgendwie Hebamme, Internet, Verwandte, Freunde reicht nicht. Nee, muss schon vom Arzt sein, sonst ist es nicht geil. Und so war es auch in diesem Fall. Und da habe ich unseren Kinderarzt gefragt, was er davon hält, wenn wir jetzt schon auf das HIP Combiotic wechseln, also ohne das Prä. Und er meinte eben, dass er damit auf jeden Fall noch so 3-4 Wochen warten würde und dass es völlig okay ist, wenn die Babys jetzt einfach öfter kommen, sich öfter melden und Hunger haben, dass man diesen Bedürfnissen dann nachgehen soll. Und dann aber in 3-4 Wochen können wir wieder wechseln auf eben diese Folgenahrung. Und dabei sollten wir nur beachten, dass wir wirklich langsam wechseln. Also nicht von heute auf morgen, sondern dass wir dann einfach jeden Tag vielleicht ein Fläschchen von der neuen Nahrung mehr dazugeben.
Auf jeden Fall ist mir auch aufgefallen, dass es wahnsinnig viele Änderungen einfach gibt. Das ist mir jetzt in dieser 5. Woche so richtig besonders bewusst geworden. Es ist einfach wirklich nichts mehr, wie es früher war. Ich habe das so verglichen irgendwie, oder wir haben es verglichen mit dieser Veränderung damals, als man irgendwie von der Schule oder vom Studium irgendwie ins Berufsleben so wirklich gewechselt ist. All diejenigen natürlich, die es nicht irgendwie schon parallel gemacht haben. Aber bei mir war es damals einfach von diesem, ja, ich will jetzt nicht sagen leichten Studentenleben, weil das ist es ja auch nicht, aber man hat trotzdem mehr Flexibilität und kann sich die Zeit ein bisschen selber einteilen. Und man hat auch viel gefeiert. Ich war praktisch gerade eben noch total jung und cool, gefühlt vor 2 Minuten. Und jetzt freue ich mich irre, wenn hier 6 neue Babyfläschchen mit 2er Saugern ankommen, weil sie die inzwischen halt super wegputzen. So ändern sich die Dinge. Und dann gab es ja diese Umstellung eben auf das Berufsleben, wo man auf einmal so zu einer bestimmten Zeit von, was weiß ich, 9 bis 18 Uhr dann im Büro oder wo auch immer sein musste. Und ich fand das damals schon so, habe ich es so schon als große Umstellung empfunden in der eigenen Freiheit und Flexibilität. Und so finde ich, bis jetzt hatte ich diesen Wechsel, diese Änderung nicht mehr. Aber jetzt mit den Kindern merke ich, okay, aha, das kommt jetzt nochmal, nur in einer etwas veränderten Form. Aber jetzt hat man das auch so, okay, man war zwar im Berufsleben und war nicht ganz flexibel, aber das jetzt mit den Kindern, dieses einfach immer für jemanden da sein und nichts machen können, ohne das zu wissen, dass die Kleinen versorgt sind, das finde ich, ist jetzt nochmal eine ganz andere Lebensweise und eine große, aber auch sehr schöne Umstellung. Das wäre also auf jeden Fall auch so ein Tipp von mir an euch, oder was heißt Tipp? Es ist eher ein Hinweis, ja. Verabschiedet euch von eurem Freizeit- und Privatleben. Das geht echt weg. Du kümmerst dich nur noch um die Kiddies. Das macht auch Spaß und ist auch erfüllend, aber es ist definitiv eine Umstellung. Und mir ist das jetzt in dieser 5. Woche mit Beginn des 2. Monats noch mehr als sonst wirklich bewusst geworden, weil jetzt ist mal so ein Monat vorbei und du merkst echt krass, ich habe weder irgendwelche Freunde getroffen, noch habe ich mal irgendwie ein Spiel gespielt jetzt oder habe viel Zeit zum Comics lesen, was in meinem Fall ja relevant ist. Ich habe ja noch einen zweiten YouTube-Kanal, der sogar größer ist als der hier, würde ich jetzt mal so sagen, bescheiden. Und man kommt trotzdem halt zu nicht viel. Trotzdem macht Spaß, aber ist eine Umstellung und auf die müsst ihr euch unbedingt einstellen. Und schon sind wir wieder beim Highlight und Lowlight der Woche. Beim Lowlight mache ich es wieder kurz. Das Lowlight dieser Woche, das ist mir so gut, das ging jetzt schon die letzten Wochen auch schon so, aber diese Woche ist es mir auch so richtig aufgefallen, eben durch diesen Wachstumsschub der 5. Woche, weil sie eben viel mehr geweint haben, viel mehr geklammert haben, viel mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben. Und was mich so ein bisschen bedrückt hat oder bedrückt, ist eben, dass man in diesen schwierigen Phasen, wenn sie wirklich so viel Aufmerksamkeit brauchen und viel mehr weinen, wenn ich dann zu Hause alleine bin, weil Marc arbeiten ist, mich einfach nicht wirklich gleichzeitig um beide kümmern kann. Klar, ich kann sie dann irgendwie hinlegen und beide bespaßen oder so, das geht schon, aber manchmal wollen sie einfach nur auf den Arm genommen werden und ein bisschen geschaukelt werden oder rumgetragen oder wie auch immer. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch irgendwelche Methoden, die mir noch nicht bewusst sind, die ich noch nicht kenne. Vielleicht entdecke ich das noch alles als Zwillingsmami. Aber im Moment fällt es mir eben schwer, dass ich sie dann nicht gleichzeitig immer so richtig trösten kann. Und das macht mir so ein bisschen zu schaffen, weil ich will in diesen Phasen, wenn sie das durchmachen, diese Wachstumsschübe, da will ich maximal für sie da sein und dass sie sich beschützt und geborgen fühlen. Ja, mein Lowlight der Woche war ganz klar die Nacht von Sonntag auf Montag, denn das war die, in der dieser Sprung, ja, dieser dieser Entwicklungssprung bei den Babys wirklich eingeschlagen hat. Und da waren sie, wie ich schon mal am Anfang angedeutet habe, wirklich, sie haben sehr geklammert, sie haben sehr viel geweint, sie waren nicht ruhig und nicht satt zu kriegen. Und wenn du am nächsten Morgen arbeiten musst, dann ist das einfach eine harte Kiste. Ich biete ja zum Beispiel Marc auch immer an, wenn er unter der Woche arbeitet, dass er dann auch mal auf die Couch wechseln soll, einfach um mehr durchschlafen zu können, auch am Stück und so.
weil ich das einfach verstehe, dass das dann schwierig ist, wenn man nicht ausgeschlafen ist und morgen dann wirklich zur Arbeit muss, wo man fit sein muss, wo man reagieren muss und kreativ sein muss. Aber meistens will er das dann nicht und bleibt auch bei uns. Silvia bietet mir das immer an, aber ich will es eigentlich nie so richtig, aber da musste ich dann, weil ich echt nicht schlafen konnte. Und ja, dann hatte man eine Nacht, in der man so ein bisschen angestrengt war und man hatte wenig Schlaf und ich konnte nicht bei Silvia und den Babys schlafen. Und das war deswegen so mein bescheidenes Lowlight der Woche. Mein Highlight dieser Woche ist definitiv das neue Stillkissen. Letzte Woche habe ich euch schon angekündigt, dass wir ein neues Stillkissen, Zwillingsstillkissen für die beiden oder für mich, für uns bestellt haben. Und dieses Kissen ist ja so ein Tablettkissen, das heißt, es ist wirklich fest und verrutscht nicht. Man schnallt es sich hier so um und legt die beiden dann einfach auf dieses Kissen und sie verrutschen nicht und das erleichtert einfach diese ganze Tandem-Stillgeschichte unheimlich und ja, ich bin sehr zufrieden. Mal gucken, wie es sich noch entwickelt. Ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, aber bis jetzt, muss ich sagen, ist es wirklich wunderbar. Das Geilste an Silvias Stillkissen finde ich übrigens, dass sie, wenn sie das Ding anhat, aussieht wie ein menschlicher Autoscooter. Ich will mir gleich auch so ein Ding holen und sie irgendwie so andotzen. Boom. Wahrscheinlich brauche ich dazu kein Stillkissen, aber das ist auf jeden Fall immer ganz witzig anzusehen. Es ist auch viel leichter, die beiden da anzulegen und in die richtige Position zu kriegen, weil eben nichts verrutscht. Und man hat hinten auch so eine Verstärkung, zwei kleine Kissen für meinen Rücken, der den Rücken sehr gut stützt. Und dabei hat man eben viel weniger Rückenschmerzen während des Stillens. Und das, finde ich, erleichtert auch die ganze Sache ungemein und ja, macht diese ganze Erfahrung nochmal viel schöner. Unten in der Beschreibung findet ihr dann auch einen Link zu diesem Kissen. Dann könnt ihr euch das auch selber anschauen und das vielleicht bestellen und euch einfach selbst ein Bild davon machen. Ja, mein Highlight der Woche ist auf jeden Fall, dass zu den ganzen Fähigkeiten, die ich vorhin schon erwähnt habe, die nach diesem Sprung mit den Babys dann so ein bisschen kommen, auch diese allerersten Sprechversuche bei den Babys kommen. Klar, das sind noch keine koordinierten oder artikulierten Laute jetzt oder so. Das machen die auch, glaube ich, nur so teilabsichtlich. Aber sie versuchen halt schon so ein bisschen nachzuahmen, was sie in ihrer Umgebung hören. Das beginnt eben so ab der 5. Woche, ab dem 2. Monat. Und jetzt haben sie wirklich schon, vor allem Noah, so einzelne Geräusche gemacht. Eher so ein oder so. Es ist wirklich nur so ein, aber es ist ein ganz neues Geräusch. Klar, vielleicht bilde ich es mir auch potenziell ein, natürlich. Ja, und Marc bildet sich ja schon ein, dass die beiden schon mit ihm sprechen, was ich ja so sehr lustig finde und auch ein bisschen süß. Aber wer weiß so, vielleicht durch diese kleinen neuen Laute, vielleicht ist das auch ihre Art schon zu kommunizieren oder auch nicht. Wissen wir noch nicht so genau, aber auf jeden Fall, auch wenn es ihn nur happy macht, ist das ja auch schon wunderbar. Es ist aber ein ganz neues Geräusch, das ich noch nie gehört habe, das man aber reproduzieren kann. Und wenn man sie dann noch so ein bisschen so abknutscht, dann fangen sie manchmal so ein bisschen das Grinsen an, dieses soziale Lächeln, das kommt ja jetzt auch dazu. Und als ich ihn dann irgendwie im Arm hatte und der zweimal nacheinander mich wirklich ganz klar so angesehen hat, er hat mich wirklich gesehen, ja, man hat sich wirklich gesehen und wahrgenommen gefühlt. Und dazu dann diese ersten Sprechlaute irgendwie kamen, das hat mich irre stolz gemacht. Das ist so krass, wie einen so Kleinigkeiten so irre freuen. Und das war definitiv mein absolutes Highlight der Woche. Jetzt haben wir aber gar nicht über die Unterschiede zwischen den beiden gesprochen. Welche Unterschiede meinst du? Naja, dass Noah zum Beispiel eher ein bisschen ein skeptisches Baby ist und man ihn manchmal ein bisschen überzeugen muss, so wie du. Wie ich, genau, weil ich bin die ganze Zeit super ernst und super skeptisch, ganz klar. Ein bisschen. Okay, und das heißt natürlich, okay, Schluss, ich weiß das genau, heißt das natürlich, sie ist genau wie du, weil sie ist immer super lieblich und sanft und pflegeleicht. Ja, genau. Okay, also wir können ja nachher noch genauer ausdiskutieren, wer hier wem ähnlich ist. Die Prinzessin fängt sowieso an, sich zu rühren so langsam. Euch wünschen wir schon mal eine gute Zeit, sagen vielen Dank fürs Einschalten und wer dabei bleiben will, der lässt ein Abo hier. Und Daumen hoch, macht klug und sexy, nicht vergessen. Sowieso und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge hier bei Vier liebt. Peace. Bye bye.